In diesem Video stellen wir Ihnen unsere blauen MIG- und Fülldrahtschweißgeräte vor. Bevor wir uns den Lieferumfang und die Inbetriebnahme anschauen, gehen wir zunächst auf die Unterschiede der Geräte ein. Die MIG 145 ist ein reines Fülldrahtschweißgerät und verfügt über einen 230 Volt Anschluss. Die MIG 185, 225 und 255 sind MIG-Max-Schweißgeräte und verfügen ebenfalls über einen 230 Volt Anschluss. Die MIG 295 ist das leistungsstärkste Gerät in dieser Serie und verfügt deshalb über einen 400 Volt Anschluss. Zusätzlich können alle Geräte dieser Serie mit Elektrode oder Fülldraht betrieben werden. Die Gerätebezeichnungen entsprechen ihrer Schweißleistung in Ampere. Im MMA-Modus kann die MIG 145 bis 140 Ampere, die MIG 185 bis 160 Ampere, die MIG 225 und 255 bis 170 Ampere und die MIG 295 bis 250 Ampere schweißen. Zusätzlich zum Schlauchpaket ist in jedem MIG-Gerät im Lieferumfang Folgendes enthalten: eine Erdungsklemme in 3 Metern Länge mit 16 Quadratmillimeter Kabeldurchmesser und 9 mm Dorn, ein Elektrodenhalter in 3 Metern Länge mit 16 Quadratmillimeter Kabeldurchmesser und 9 mm Dorn, ein 3 Meter Schutzgasschlauch mit 8 mm Innendurchmesser und passenden Schraubstellen sowie eine Bedienungsanleitung auf Deutsch und Englisch. Um die MIG 145 in Betrieb zu nehmen, empfehlen wir Ihnen folgende Reihenfolge: Öffnen Sie den Deckel, entsichern Sie den Drahtvorschub, überprüfen Sie, ob Sie die richtige Größe der Vorschubrolle, entweder 0,6 oder 0,8 mm ausgewählt haben, passend zu Ihrem Drahtdurchmesser. Öffnen Sie die Schweißdrahtrollenhalterung. Führen Sie danach den Draht durch den Drahtvorschub ca. 20 cm in das Schlauchpaket. Bei der Montage der Schweißdraht sollte darauf geachtet werden, dass diese auf Spannung bleibt, da sich die Rolle sonst abwickeln kann. Schließen Sie die Schweißdrahtrollenhalterung und den Drahtvorschub. Zum Schweißen mit Fülldraht und Elektrode kommt die Erdungsklemme in den Positivschweißstromanschluss, der Elektrodenhalter zum MMA-Schweißen in den Negativschweißstromanschluss. Wenn Sie das Gerät einschalten, sehen Sie auf dem Display den eingestellten Schweißstrom in Ampere. Links neben dem Display finden Sie die Betriebs- und Überhitzungsanzeige. Der Schweißstrom lässt sich von 30 bis 145 Ampere einstellen. Durch Drücken des Einstellknopfes können Sie zusätzlich noch die Spannung von 10 bis 25 Volt einstellen. Neben dem Einstellknopf können Sie über die Jobfile-Taste umstellen von Fülldraht auf Elektrodenschweißen. Hier können Sie den Schweißstrom von 30 bis 140 Ampere und die Spannung von 1 bis 50 Volt einstellen. Die Inbetriebnahme der MIG-Schweißgeräte zeigen wir Ihnen exemplarisch an der MIG 185. Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, wird zunächst der mitgelieferte Schutzgasschlauch montiert. Drücken Sie den Schlauch über den Anschluss, um diesen anschließend mit der Schelle festzuschrauben. Die andere Seite vom Schutzgasschlauch wird an Ihrem Druckminderer montiert. Vor der ersten Benutzung wird empfohlen, den Schlauch auf Dichtigkeit zu überprüfen. Das Schutzgasschweißgerät kann mit 1 Kilo und 5 Kilo Fülldraht und Schutzgas-Schweißdrahtrollen betrieben werden. Zunächst wird die Rollensicherung entfernt. Richten Sie die Schweißdrahtrolle mittig aus, sodass diese von der unteren und oberen Passscheibe gehalten wird. Schrauben Sie danach die Rollensicherung wieder auf. Die Verriegelung des Drahtvorschubs nach vorne drücken, um die Spannrolle zu entlasten. Vorsicht, beide Bauteile sind mit Federn vorgespannt. Vor dem Einsetzen des Schweißdrahtes prüfen Sie, dass die Drahtführungsrolle richtig montiert ist. Diese hat zwei Führungen,
einmal 0,8 und einmal 1 mm. Bei der Montage des Schweißdrahtes sollte darauf geachtet werden, dass der Schweißdraht auf Spannung bleibt, da sich die Rolle sonst abwickeln kann. Knipsen Sie mit einem Seitenschneider das verbogene Ende ab. Anschließend wird der Draht durch die Feder in den Drahtvorschub eingeführt und verriegelt. Um das Schlauchpaket zu montieren, wird der Schweißdraht ins Schlauchpaket eingeführt. Es ist darauf zu achten, dass die Anschlüsse fluchten. Drücken Sie den Stecker vorsichtig in das Gerät und ziehen diesen fest. Zum Mic-Mac-Schweißen klemmen Sie das Umwandlungskabel an den Plus-Schweißstromanschluss und die Erdungsklemme an den Negativ-Schweißstromanschluss. Für das Fülldrahtschweißen in umgekehrter Reihenfolge. Für das Elektroden- und Wickschweißen klemmen Sie das Erdungskabel an den Positiv-Schweißstromanschluss. Das Umwandlungskabel bleibt ausgesteckt. Klemmen Sie den Elektrodenhalter an den Negativ-Schweißstromanschluss. Am Display lässt sich der eingestellte Strom ablesen. Unten links im Display können Sie Ihren Schweißprozess auswählen: Elektrode, Mic-Mac oder Wick. Der Verstellbereich beim Elektrodenschweißen beträgt 30 bis 160 Ampere. Zusätzlich lässt sich die Spannung von 1 bis 100 Volt einstellen. Der Verstellbereich beim Mic-Mac und Fülldrahtschweißen beträgt von 30 bis 185 Ampere. Durch Drücken des Einstellknopfes können Sie die Induktivität einstellen, also die Stromanstiegsgeschwindigkeit von 1 bis 9, den Schweißdrahtrückzug von 1 bis 10, um ein Klebenbleiben am Material vorzubeugen, und die Spannung für weitere Feineinstellungen. Rechts im Display lässt sich von 2-Takt auf 4-Takt umstellen, im Mic-Mac und Wick-Modus. Darunter können Sie den montierten Schweißdrahtdurchmesser einstellen, von 0,6, 0,8 und 1 mm. Weitere Tipps zum Schweißen finden Sie hier auf unserem Kanal. Sollten Sie noch Fragen zum Produkt haben, schreiben Sie einen Kommentar unter diesem Video oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Vielen Dank!